Hallo zusammen und willkommen zurück bei The British Pint. Wir sind heute beim dritten Teil von 12 Years of Christmas und wir machen ja das Fruitcake Old Ale und es ist jetzt eine ganz schön lange Zeit vergangen, seitdem ich die ersten 2 Schritte vorbereitet habe. Das war nämlich im Januar und jetzt ist es schon Anfang Mai, das ist über 3 Monate her. Und einer der Gründe war, dass es ganz schön lange gedauert hat, bis der Zucker von den Früchten wirklich komplett rausgegoren war. Also ich habe ja mein Speidelgärfass benutzt, das große, was eigentlich fest verschlossen ist, aber ich habe das halt einfach jeden Tag entlüftet. Das war gar kein Problem. Das Ganze hat sich langsam aufgebaut, der Druck. Und so ungefähr einen Monat lang war wirklich noch ordentlich Kohlendioxid, das produziert wurde. Und seitdem hat es sich dann beruhigt. Und ich hatte einfach jetzt nicht groß Zeit da, mich noch weiter darum zu kümmern. Das ist aber gar kein Problem. Das Ganze soll ja ein Old Ale sein. Das heißt, es hat jetzt wirklich 2 Monate weiter gereift in dem Lagerfass und ich werde das jetzt gleich umfüllen und zwar werde ich das hier in diesen Gäreimer füllen, da kann ich nämlich dann mein Abfüllröhrchen anschließen und damit dann schon mal einen Teil davon in Flaschen abfüllen, das werden genau 2/3 des Ganzen sein. Dafür mache ich 22 von den kleinen Flaschen da, ich habe hier einen Kasten Flensburger in den letzten Monaten geleert, die haben ja diese schönen kleinen 0,33 Liter Flaschen und das Bier ist auch nicht allzu unangenehm für mich, obwohl ich ja Pilsen damals nicht mag, aber gibt halt Brauereien, bei denen schmeckt das Bier auch ganz angenehm. Und dann werde ich mit dem Rest, also mit dem letzten Drittel des Bieres, ein Brett, also Brettanomyces vergären machen. Das heißt, das wäre bei mir dann die 3. Gärung. Und da habe ich das von Imperial Yeast, das Suburban Bread heißt das, genommen. Das ist wohl deren Eigenmarke und das ist wohl eine besondere Mischung oder irgendwie deren eigener Stamm. Und da das halt so alt ist, also das war jetzt vor, wie war das nochmal, 4 Monate nach dem Herstelldatum soll man es nicht mehr verwenden und Herstelldatum war im November, also das war schon abgelaufen sozusagen. Dann habe ich einen kleinen Starter angestellt und habe das Ganze mal gären lassen. Das roch jetzt eine ganz lange Zeit unglaublich nach Sauerkirsche, das ist so das typische Aroma, was die in der Beschreibung von dem Hefestamm angeben. Ja, jetzt merke ich es auch wieder ein bisschen. Allerdings riecht es jetzt auch wieder ein bisschen nach diesen etwas unangenehmeren Gerüchen. Man sagt ja immer so ein Pferdedecke oder was auch immer, das werde ich mal gucken, wie viel davon nachher wirklich im Bier ist. Hier riecht man es jetzt ein klein bisschen. Und den Starter habe ich angesetzt, 2 Tage lang war gar nichts und danach hatte ich eine sehr dicke Schicht oben oben drauf, also sehr obergärig die Hefe. Habe die dann nach 2 weiteren Tagen ein bisschen untergerührt, weil ich Angst hatte, dass die oben, weil hier ja auch Sauerstoff ran kann, nachher schimmelt. Habe das gut untergerührt, jetzt ist da die Schutzschicht aus Wasser drauf, auf Flüssigkeit. Das werde ich dekantieren und dann die Hefe in den Gärbottich zu dem Restbier tun und das vielleicht noch ein bisschen nachzuckern oder mit Gerstenmalzextrakt ein bisschen dazugeben, damit das Ganze nochmal anfängt zu gären und wirklich auch den Sauerstoff rausdrückt, sonst kann ich das ja nicht lange halten. Aber das ist dann so ziemlich dem, was man vor 300 Jahren, 200 Jahren mit einer Brettanomyces Nachgärung wohl gemacht hat, dass das wirklich lange auch war. Ich werde es nochmal Monate drin behalten. Mal gucken, wie weit das dann noch weitergärt. Und die Flaschen, die ich dann eben befüllt habe, das sind dann ja die 22 kleinen Fläschchen fürs Verschicken. Und danach kommt halt noch eine weitere Flasche dazu für jeden, dass jeder 3 mal für 11 Personen hat. Und ich selber nehme mir dann 4 Liter ohne Brettanomyces und 2 Liter mit. Und dann habe ich das Bier hier schon aufgebraucht. Ich werde gleich auch nochmal messen. Mit dem Refraktometer allerdings habe ich festgestellt, ich habe mir tatsächlich nicht aufgeschrieben, was für eine Stammwürze ich hatte. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht von mir selber. Da habe ich im Januar wohl nicht richtig nachgedacht. Ich meine mich erinnern zu können, dass es um die 15 Grad Brix waren. Dann werde ich also damit rechnen. Ich glaube, ich hatte im Bier Wasser genau 15 Grad Brix. Und wenn ich jetzt kein anderes in meinen Unterlagen finde, dann werde ich einfach sagen, das war das. Und ja, dann werde ich mal gucken, was ich da rausrechne. Ich hatte ja schon gesagt, ich kriege durch die Zugabe von den Früchten wahrscheinlich auch mehr Zucker raus. Ich habe jetzt so gerechnet, dass der komplette Zucker aus den Früchten hinzugegeben ist. Und dass die Früchte nicht noch Wasser hinzugeben, weil ich habe sie ja nicht püriert, ich habe sie nicht zu Mousse verarbeitet. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum das Ganze einen Monat gedauert hat, bis die Hefe da richtig dran war. Mindestens die fetten Feigen, die sind ja, getrocknete Feigen sind ja so Oschis, die hätte ich schon noch klein schneiden müssen. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Also falls ihr das nachmacht, macht das auf jeden Fall mit klein geschnittenen Früchten. Und dann sind wir auch eigentlich schon am Ende dieses Schrittes. Ne? Also ich werde dann den Rest hier in dem Gäreimer lagern und dann mal gucken, wann ich das abfülle und dann ja, ist das Bier dann fertig. Ich werde natürlich auch immer gucken, dass das Bier noch absolut in Ordnung ist. Da muss man bei so langen Lagerzeiten immer genau aufpassen. Und ich werde natürlich jetzt auch nicht bei dem Fass, wo die jetzt 3 Monate drin waren, den Zapfhahn benutzen. Das ist ja Irrsinn, die ist ja total dreckig. Das werde ich von oben mit dem Bierheber abfüllen und dann hier aufsammeln. Da mit dem Abfüllröhrchen raus und dann, wenn das hier durch ist mit dem Brettanomyces, dann werde ich da auch mit dem Bierheber von oben rauszapfen. Ja, und das war so ziemlich. Damit habe ich das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, was jetzt gerade ansteht.
Und dann ist, glaube ich, das nächste Video, entweder zeige ich dann noch, wie ich es abfülle und versende, oder ich mache direkt eine Verkostung. Mal gucken. Also dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.